Hallo liebe Leute! Aktuell beschäftigen wir uns an der Uni Wien mit einer sehr wichtigen Frage, nämlich was eint Europa? Und meine Antwort darauf ist die Grundrechte. Grund- und Freiheitsrechte, die allen europäischen Bürgern und Bürgerinnen gleichermaßen zustehen sollen. Dieses Ziel ist so wichtig, dass die EU es in einem eigenen Dokument, der Europäischen Grundrechtecharta, verankert hat. Eines der wichtigsten Ziele der Europäischen Grundrechtecharta ist die Gleichberechtigung von Mann und Frau. Um dieses Ziel zu verwirklichen, hat die EU diverse Richtlinien erlassen, die die Mitgliedstaaten in ihren nationalen Rechtsordnungen mit eigenen Gesetzen umsetzen müssen. Darauf hat Österreich mit dem Gleichbehandlungsgesetz reagiert. Das verbietet jegliche Diskriminierung am Arbeitsplatz aufgrund des Geschlechts und auch bestimmter anderer Merkmale. Paragraph 3 GLBG besagt, aufgrund des Geschlechts, insbesondere unter Bezugnahme auf den Familienstand oder den Umstand, ob jemand Kinder hat, darf im Zusammenhang mit einem Arbeitsverhältnis niemand unmittelbar oder mittelbar diskriminiert werden. Aber unmittelbar, was heißt das eigentlich? Gemäß § 5 GLBG liegt eine unmittelbare Diskriminierung dann vor, wenn eine Person aufgrund ihres Geschlechts in einer vergleichbaren Situation eine weniger günstige Behandlung erfährt, als eine andere Person erfahren hat oder erfahren würde. Mit anderen Worten, wirst du am Arbeitsplatz unter Berufung auf dein Geschlecht oder vermeintlich damit verbundenen Eigenschaften nachteilig behandelt, indem du den Job zum Beispiel nicht bekommst oder die Beförderung nicht bekommst, dann liegt eine unmittelbare Diskriminierung vor. Und es gibt auch keinen sachlichen Rechtfertigungsgrund, der diese Diskriminierung erlauben würde. Einzige Ausnahme ist, wenn das Geschlecht eine unverzichtbare Voraussetzung für diesen Job ist, wenn also zum Beispiel ein männlicher Schauspieler für eine männliche Theaterrolle gesucht wird. Beachte aber, dass körperliche Belastbarkeit oder eine potenzielle oder tatsächlich vorhandene Schwangerschaft keine Rechtfertigungsgründe für eine Diskriminierung sind. Okay, aber was ist jetzt die mittelbare Diskriminierung? Gemäß § 5 Absatz 2 GLBG liegt eine mittelbare Diskriminierung dann vor, wenn dazu ein Beispiel aus der Praxis. Eine unzulässige, weil ungerechtfertigte mittelbare Diskriminierung liegt zum Beispiel dann vor, wenn betriebsinterne Fortbildungsmöglichkeiten nur Vollzeitbeschäftigten, nicht aber Teilzeitbeschäftigten zuerkannt werden. Denn hier wird zwar das neutrale Kriterium der Teilzeitarbeit herangezogen, Teilzeitarbeit wird aber größtenteils von Frauen vollbracht. Das bedeutet, dass sie durch diese Regelung gegenüber ihren männlichen Kollegen in besonderer Weise benachteiligt werden würden. Aber wie setzen wir unsere Grundrechte jetzt durch? Das geht nicht nur vor dem Europäischen Gerichtshof in Luxemburg, auch vor nationalen Gerichten können wir unsere Grundrechte einklagen. Die Grundrechtecharta steht übrigens auch im Verfassungsrang. Für uns heißt das, werden nationale Gesetze erlassen, die der Grundrechtecharta widersprechen, kann der Verfassungsgerichtshof angerufen werden und diese Gesetze auch aufheben. Wir haben uns ja am Anfang die Frage gestellt, was Europa eint. Für mich ist es die Vision, dass alle europäischen Bürger und Bürgerinnen in allen europäischen Mitgliedstaaten mit ihren unterschiedlichsten kulturellen Vorstellungen und Rechtsordnungen Anspruch auf dieselben Grundrechte haben.